Ohne Digitalisierung gibt es in Zukunft keine Kostenkalkulation mehr, weil wir einfach in einer globalen Welt leben mit globalen Anforderungen und von daher müssen wir einfach viel schneller reagieren, als wir es meinetwegen vor 20 Jahren getan haben. Es wird zunehmend schwieriger, weil keine konkreten, handhabbaren Produkte dahinter stecken, sondern eher Software-Dienstleistungen. Da wir OEMs beliefern, stehen wir entsprechend unter Wettbewerbsdruck. Und wir haben das Thema, dass wir unsere Kosten ganz genau bestimmen müssen, schon in der Angebotsphase, weil der Spielraum für unsere Produkte relativ eng ist. Daten in ein Spreadsheet zu klopfen, ist nun mal nicht digitalisieren. Digitalisieren heißt, dass ich eine Standardsoftware habe, auf deren Basis ich dann Daten auch analysieren kann, die ich dann auch verwenden kann, um Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz zu adressieren. Dafür muss ich Daten standardisieren, in ein System bringen. Aber dadurch, dass neue Technologien auf den Markt kommen, sei es in der Elektromobilität, in der Digitalisierung, Software, Applikationen etc., alle in gleichen Startlöchern stehen, da ist gerade ein enormer Druck. Letztlich sind wir, glaube ich, das einzige Unternehmen, das in dieser Tiefe ein Verständnis von Produktkostenkalkulation technischer Natur, kaufmännischer Natur und von Software kombiniert. Eine Truppe von 80 Leuten, die das Hintergrundwissen haben, finden Sie sonst nirgendwo auf der Welt. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich oder das gesamte Team von Facton, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserer ersten Cosmata in Potsdam. Sogenanntes Heimspiel für uns. Also wir haben im letzten Jahr festgestellt, dass wir einfach zu viele Themen haben. Also von daher ein komplettes, größeres Programm mit vielen Vorträgen, um globale Trends zu erkennen, zu sehen und das dann eben auch in Ihrem Unternehmen zu implementieren. Es gibt kaum eine Möglichkeit, so viele Experten in dem Bereich in einem Raum zu treffen, wie das bei Cosmata der Fall sein wird. Das Spannende hier an der Veranstaltung ist eben einmal zu sehen, wie andere mit den Fragestellungen umgehen, wer wo an welcher Stelle bereits Lösungen entwickelt hat und dass man nicht jeweils für sich neu das Rad erfinden muss, sondern im Grunde auf das, was da ist, zurückgreifen kann. Mittlerweile seit 2 Jahren sehr gut etabliert. Unser Think Tank hier auf der Cosmata, wo Kunden und Interessenten sich über neue Ideen informieren können. Und das funktioniert super gut. Wir haben super tolles Feedback auch bisher bekommen und aus der ein oder anderen Idee ist mittlerweile auch schon ein sehr etabliertes Produkt geworden. Die Stärke von Facton ist die, dass sie der User im Prinzip frei konfigurieren kann, dass man schlussendlich eine komplette Angebotskalkulation ausschließlich in digitalisierter Form abbilden kann. Die API-Schnittstelle, das heißt, wir haben in der Regel, wenn wir Kalkulationen machen, eine Vielzahl an Kalkulationen. Der zweite Grund war für uns auch sehr wichtig, dass wir Datenintegration machen können. Und diese Integration dieser Daten in Facton ist unheimlich hilfreich, weil ich dann eben nicht mehr 1000 Materialsätze abtippen muss, sondern ich habe sie da. Es war damals die passendste Lösung, die sich uns geboten hat. Unsere Prozesse daraufhin anzugleichen, war nicht unser Ziel, sondern es musste andersrum funktionieren und genau das hat uns Facton geboten. Wir glauben, dass diese Möglichkeit unseren Kunden, sich zu vernetzen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, vielleicht auch mit Firmen auszutauschen, die schon einen Schritt weiter sind, die schon länger mit Facton arbeiten, dass das eine ganz tolle Möglichkeit für unsere Kunden ist und das Bereitstellen und Unterstützen dieser Community ist ein ganz zentraler Bereich unseres Wertversprechens.